Hallo und herzlich willkommen zum Zusammenbau des MBA Gaming Rechner für den Twitch-Kanal. Ihr seht schon im Vordergrund die ganzen Komponenten so stehen, alles was hier verbaut werden soll, und nach dem Intro erkläre ich euch, was ich verwenden möchte, wie das Ganze zum Schluss aussehen soll und natürlich auch den Zusammenbau. Also bleibt dran! Ja, und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht hier vor mir schon viele Komponenten aufgebaut und aufgestellt. All das, was ich schon zusammen habe für die neue Gaming-Maschine, ist hier am Start, und das Zuhause wird im Lianli O11 Dynamic XL sein, und das ist ein ganz besonderer, ja, ich sag jetzt mal Tower, weil der bringt wirklich viele Möglichkeiten mit, um dort Custom-Wasserkühlung zu verbauen, und da soll die Reise hier in dem Fall auch hingehen. Als allererstes gehen da ganz liebe Grüße an CaseKing raus. Die meisten Teile hier habe ich über CaseKing bezogen und bestellt. Ist ein sehr gutes Versandhaus für Computertechnologie mit einem tollen Support, und ich freue mich auch ganz besonders, dass dieses Projekt hier unterstützt wird, denn die Seitenteile, die habe ich hier jetzt noch nicht zu sehen, die seht ihr erst zum Schluss. Die wurden von CaseKing gelasert mit meinem Logo. Eine ganz feine Sache, und da sage ich recht herzlichen Dank. Des Weiteren, ihr Lieben, seht ihr, dass das Lianli O11 Dynamic hier nicht mehr in der normalen Weißfarbe daherkommt, so wie ihr es eigentlich bestellen könnt. Und da ist der Zuschauer aufmerksam, das ist korrekt. Da muss ich mich ebenfalls bedanken. Das ist eine ganz feine Geschichte eigentlich, und schon länger besteht da eine Kooperation zwischen mir und dem Autohaus Gottfried Automobile aus Zürich. Man soll jetzt natürlich mal bei Google nachschauen, wo Zürich liegt, in Sachsen-Anhalt. Und der liebe Jürgen, der hat auf seinem Firmengelände eine ganz klasse Lackiererei, und die Jungs, die für ihn arbeiten, die sind meinen Ideen immer sehr positiv entgegenkommt. Und wir haben hier das Lianli in einem Perlmutt weiß lackiert, mit einer leichten Blaunote. Das heißt also, wenn das Licht und die LEDs nachher im Rechner verbaut sind, dann kommt das richtig gut zur Geltung und zur Wirkung. Des Weiteren sind die Seitendeckel und Kleinteile hier in einem herrlichen Metallic-Blau lackiert. Das ganze Konzept wird also in Richtung Blau-Weiß. Ja, verbaut wird eine Wasserkühlung. Ihr seht hier unten schon die Radiatoren liegen. Auch diese natürlich ordnungsgemäß mit lackiert worden, so dass das richtig toll aussieht. Die ganzen Komponenten, die stammen ebenfalls von CaseKing. Ich habe mich für die Lianli SL120 Lüfter entschieden, weil die ein super Konzept haben. Ihr habt nämlich hier die Möglichkeit, mehrere Lüfter zusammenzuschalten und habt nur ein Kabel. Und mir ist das Kabelmanagement ganz, ganz wichtig. Zum Schluss soll man so gut wie nichts mehr im Tower von Kabel sehen. Außer natürlich die Kabel von CableMod, die weiß gesleevten. Das möchte man natürlich schon sehen, denn das ist ja ein Hinschauer fürs Auge. Was ist noch in diesem wunderschönen Rechner später enthalten? Und ihr werdet das sehen. Ich habe mich entschieden für eine Intel-CPU, und wir haben hier den i9 10850K. Ganze ist unlocked. Warum den 10850K? Ich kann es euch erklären. Der 9.9er kostet einfach nochmal über 100 € mehr, und im Grunde genommen habt ihr da 100 Megahertz weniger Takt. Das kann man natürlich im Nachgang super schön overclocken. Und von daher werden wir das Maximale aus der CPU rausholen. Okay. Ja, als nächstes habe ich mir überlegt, dass ich das System komplett mit M2 SSDs ausstatten werde. Und ihr seht schon, ich habe einmal hier die Samsung 79 Evo Plus mit 512 GB Speicher. Da kommt also das System drauf und ein paar Programme, die man so braucht. Und die Spiele landen auf der XPG auf einem 2 Terabyte großen SSD-Teil, was natürlich sinnvoll ist für die Zukunft aus dem ganz einfachen Grund. Bedenkt bitte, das Ganze wird auf dem Motherboard fest verbaut, und später ist da ja die Wasserkühlung drauf. Wir wollen also nicht permanent hin und her schrauben müssen, sondern einfach das beim ersten Mal richtig machen und somit langfristig viel, viel Freude haben. Für das Netzteil habe ich mich entschieden, aus dem Hause Asus zuzugreifen. Das ist das Rootstrix 850 Watt in der White Edition. Das ist Gold zertifiziert oder Gold 80 plus Gold, so sagt man es richtig. Ist ein vollmodulares Netzteil und macht, denke ich mal, vollkommen ausreichend Performance in dem System, da wir ja nur eine Single GPU verbauen werden. Apropos Single GPU, tja, ihr seht sie noch nicht. Es kommt in das System eine RTX 3080, ebenfalls aus dem Hause Asus.
Und das Ganze will ich schon im Vorfeld, und da gehen Freunde der Garantie mit mir mit, umbauen lassen, wassergekühlt. Aus dem Hause KaseKing werde ich das im Grunde genommen mir beziehen. Und ich hoffe, dass mal irgendwann die Verfügbarkeit im Laufe des Videos noch vorhanden ist, so dass wir das Ganze uns auch dementsprechend anschauen können. Wir hoffen und drücken an der Stelle mal die Daumen. RAM-Speicher muss natürlich auch sein, und ihr seht, ich habe aus dem Hause Corsair mir die Domination Platinum RGBs in der White Edition zugelegt. Die ganzen 4 Speicher ergeben, wie gesagt, die 32 GB, und wir haben hier 3600 MHz anliegen. Ich denke, das ist schnell genug. Zum Schluss, ganz, ganz wichtig, die Komponenten der Wasserkühlung. EK Waterblocks, diese Firma habe ich hier bevorzugt. Das ist zum Beispiel der Block für die CPU. Das Geile ist ja bei dem Motherboard, bei dem Rouge Maximus X und 2, also quasi 12, dass hier auch die anderen Teile mit Wasser gekühlt werden. Und das seht ihr im Zusammenbau, was ich da meine. Das ist ein sehr, sehr gutes Board. Ich denke, das ist auch zukunftssicher. Von daher denke ich mal, habe ich da viel Freude. Die ganzen Anschlüsse und Fittige, was man so braucht, habe ich ebenfalls aus dem Hause KaseKing bezogen. Also die haben da viele Komponenten für eine Wasserkühlung, unter anderem natürlich auch die Tubes zum Biegen. Also wir werden Hardtubing betreiben. Das sieht dann so aus hier. Ein Riesenpaket, und das ist beileibe noch nicht alles, aber das würde auch zu lange führen, um euch jetzt hier alles im Detail zu zeigen. Nein, doch. So, und als letztes für den wassergekühlten Bereich ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, eine Distroblade zu haben. Ich habe mich hier entschieden für die EK Waterblock in Verbindung mit Lian Li gebaute Distroblade extra für das Gehäuse, für das Lian Li O11 Dynamic XL. Das Ganze wird dann an der Seite verbaut, und das zeige ich euch natürlich im Verlauf des Videos. Ja, und damit lasst uns starten mit dem schnellen Zusammenbau des Rechners, und ich hoffe, ihr habt in den nächsten Minuten viel Freude, euch die Bilder anzuschauen.
Ja, und wir sind fertig mit der White Lady. Ihr seht es, das Lian Li O11 Dynamic XL hat ein neues Gewand. Und hinter mir seht ihr ihn schon auf dem Tisch in Funktion, meinen neuen Rechner für das Gaming, für Twitch. Und wenn ihr wissen wollt, wie sowas aussieht, wenn man die ganzen Rechnungen mal ausgedruckt hat, ich habe sie hier in meiner Hand, da ist eine ganz schöne Summe zusammengekommen. Und ich kann mich an der Stelle nur noch mal bedanken für die Teilunterstützung von Gottfried Automobile aus Zürbich. Und natürlich ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an CaseKing, die mir A, die Seitenteile gelasert haben mit meinem Logo. Sehr, sehr schöne Arbeit. Und natürlich B, dass die Grafikkarte, die RTX 3080 von Zotac, hier noch rechtzeitig den Weg zu mir nach Hause gefunden hat und das Ganze gleich schon umbaumäßig auf Wasserkühlung. Das finde ich sehr, sehr toll und wie gesagt, da gehen nochmal liebe Grüße raus. Checkt einfach mal die Videobeschreibung ab. Wer da Interesse hat, sollte durchaus mal unter dem Video nachschauen. Auf CaseKing findet ihr so ziemlich alles, was das Herz begehrt für euren nächsten Rechner. Ja, ich hoffe, ihr hattet Freude mit dem Video. Wenn es so sein sollte, ihr Lieben, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert auch weiterhin den Kanal, da freue ich mich ganz besonders. Wer Lust und Laune hat, der folgt mir auf Twitch, der schaut sich das Gerät demnächst mal in Aktion an. Und ich kann euch versprechen, diese Maschine hat es in sich. Die White Lady ist eine verdammt schnelle Maus. In diesem Sinne, alles Liebe, euer Big L. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.